Good evening. Welcome to the first lecture of the year. It is a great pleasure to welcome Gion Caminda to the AA. It's his first visit, and I'm certainly excited to see the work and hear him talk about it. It's in some ways a kind of strange phenomenon that Switzerland has produced so many important architects over the last years. Also, in a sense, so many important engineers. The AA has been working with a number of Swiss architects and engineers, in fact, especially over the last few years. Some of this work has been documented in exhibitions and various publications. In fact, we're now in the what I hope is the very last stages of a book on the engineer Jörg Concept. And of course, our previous publications include the documentation of a house by Miley Peters Architects and the thermal baths in Falls with Peter Sumtor. Presumably, the fact that there is such a phenomenal development in Switzerland is partly due to the incredible commitment that the country, through its various cantons, has made to architecture, to the interest in architecture, but also the continuity of building tradition, the continuity of certain kinds of teaching in the schools, and really the interest of the citizens in the field of architecture. Probably the best known Swiss practice for us in the UK are Herzog and de Meuron, who just recently won the Sterling Prize for the Lavand Center. They're really probably the only truly international practice, and that's what Jacques and Pierre really wish to do, is to be out there everywhere, and to be, in a sense, a kind of Swiss global practice. Gion Caminda operates at the very, very different scale of this kind of practice. He was born and raised in a very small village called Vrin, which has a population of about 280 people. And he has managed to build some 20 to 30 buildings for these 280 people. So he has an incredible construction rate. I was just telling him that if he came to London and he built it with the same kind of rate for 13 million people, he would surely do very, very well. More recently, he has, of course, also become involved with teaching at the ETH, and I think that will lead to the visibility, I think, of his work and his practice. What is, for me, very unusual is that he is working in very much a kind of modern manner, but continuing at the same time extremely traditional conditions of locality and building. Building in the context of a village where he probably knows all the 280 people, from the butcher and the tailor and the shoemaker, and his practice, in a sense, then becomes a kind of mixed with the social milieu of the village, working as a social worker, an economic advisor, a politician for the local community. It is, I think, an architecture that's rooted in culture, and which he constantly is focusing on the idea of its communicability or understandability by the local community. So without any further delay, please welcome Gion Caminda. Now, with a slight addendum, this lecture is going to be, hopefully in part, but maybe wholly, translated by Alex Hurst, who, together with Valentin Bontes van Beek, two tutors in the first year, were
responsible for Gion being here when they went there and visited the projects with their students. So, Gion, Alex. Danke. Guten Abend. Ich kann leider nicht Englisch, aber ich hoffe doch, dass wir einen Dialog führen können. Okay, good evening. Unfortunately, I do not speak any English, but I still hope that we can have some kind of dialogue between each other. Ich möchte gar keinen Vortrag halten, sondern mit euch unterhalten. Stellt bitte Fragen. Okay, so instead of just having a straightforward lecture, I would actually prefer to have a kind of dialogue with you, and I would encourage you to ask me any questions on a kind of immediate basis. Ich bin heute 2 Stunden Auto gefahren, 1,5 Stunden geflogen und jetzt bin ich da in einer völlig anderen Welt. Okay, this morning he drove for 2.5 hours, then he flew for another 1.5 hours, and now he finds himself here in a completely different and new world. Es ist verrückt, es ist eine so kurze Reisezeit und doch so ein immenser kultureller Unterschied. Das finde ich sensationell. Ich finde es spannend. He finds it sensational and interesting, fascinating to have such short travel distances or times and end up in such completely different cultural milieus. Und ich möchte euch ein bisschen etwas von dieser anderen Welt zeigen. He would like to show you tonight some of this other world that he comes from. Ich arbeite in Vrin, wie schon gesagt, ein kleiner Ort, 280 Einwohner, mehr Tiere als Menschen. He works and lives in a small village called Vrin, as Moisen already pointed out, 280 people and more animals than persons. Ich bin 2 Tage in der Woche in Zürich, unterrichte dort an der Universität Architektur. Und das ist ein immenser, interessanter Spannungsfeld zwischen Stadt und Land. 2 days a week he spends teaching at the ETH in Zurich and finds the connection between being in Vrin and working at the ETH also very exciting. Ja. So sieht Vrin aus. This is what Vrin looks like. Da kann man drucken, da. Da. Show. Oh, blau. Ja. Which führe? Ja. Oh, blau. Es sind so kompakte Dörfer, die 300-400-jährig sind. It's an amalgamation of villages that are very compact and about 300-400 years old. Und das ist das, so, wo ich baue, Häuser, Wohnhäuser, I built houses, residential houses, Ställe für Tiere, stables for animals, Schulen, schools, Hallen, halls, ein Restaurant, a restaurant, eine Schreinerei, a carpenter shop, eine Telefonkabine. a telephone booth, Nicht die englische Art, not the British kind, ein Haus für die Toten. and a house for the dead. Ja. Und noch vieles mehr. And many other things as well. Vielleicht etwas zu meiner Lehre an der Schule, an der ETH in Zürich. I would like to say a few words about what I teach at the ETH in Zurich. Mir ist es wichtig, dass die Menschen die komplexe Zusammenhänge erkennen, auch die Studenten. It is important for me that people understand the complex relationships of things, also my students. Also die interdisziplinäre Arbeit interessiert mich, aber ich weiß, dass Architektur auch eine autonome Disziplin sein darf und sein soll. I'm interested in interdisciplinary work, but I also know that architecture is autonomous and can and should be autonomous. Und an diesem Ort Vrin, da bin ich einfach mehr als Architekt. In this village Vrin, I act more than just an architect. Wenn ich nach Vrin komme und behaupte, das sei das schönste Ding, was man machen kann, dann schicken mich die Leute weg. If I go to Vrin and tell the people that this is the most beautiful thing I can make, then the people will just send me away. Also ich muss auch Sozialarbeiter sein, Wirtschaftsförderer und Politiker. I have to be social worker, economic advisor and politician. Und das mache ich gerne. And this I enjoy doing. Kurz das Jahresprogramm an der ETH. My curriculum at the ETH. Wir machen ein Jahresprogramm über einen Tourismusort, Braunwald heißt das.
We are working on a place for tourism. It's called Brownwald. Das haben die Engländer 1906 entdeckt. The English discovered that place in 1906. Und es wurde sehr vieles gebaut, Tourismusanlagen. And a lot of touristic infrastructure was built subsequently. Und der Ort hat ein riesiges Problem. Es ist auf einem Hochplateau und es rutscht weg, 6 cm pro Jahr. The main problem of the place is that it's built on a plateau and it is slowly sliding down over a precipice 6 centimeters per year. Und unsere Fragestellung ist, was sind die Perspektiven dieses Ortes? Was macht man mit so einem Ort? So the questions we are asking ourselves is, what are the perspectives of this place? How can we engage with this place? Also die Studenten müssen zuerst einmal mit dem Ort auseinandersetzen, das typische Erkennen vom Ort, vom typischen Haus. So first the students go investigate the local conditions of the place, also local architectural conditions. Sie müssen etwas lernen über Topographie, über Geologie, They have to learn about topography, about geology, über Wirtschaftsraum, wie funktioniert an sich Tourismus, wie funktioniert die Landwirtschaft. about the economic principles, tourism and farming. Und ein wichtiger Punkt bei dieser Aufgabe ist an sich Raum und Zeit. And the other important aspects are space and time. Wir fragen uns, kann man überhaupt beim Bauen an Zeit denken? Heute sagt man ja, man baut ein Haus für eine Generation, wie die Schuhe, die man irgendwo im Einkaufszentrum kauft und wegschmeißt. Can you today still think about building for time? Or today it seems like a lot of things are built for a generation, much like the shoes you buy at a shopping center and then dispose when Und ich they're habe immer after das use. Gefühl, beim Bauen darf man nicht an der Zeit denken. Ich muss einfach so gut bauen wie möglich, also ich baue für die Ewigkeit. So questions of time don't seem to be addressed properly today. You either build for short times or for eternity. Ein anderes Thema bei dieser Aufgabe ist eine Neuansiedlung. Man kennt ja in den Schweizer Alpen, vor allem dort, wo man Kraftwerk baut und gebaut hat, musste man an sich ganze Dörfer aufgeben. Über das werden wir auch reden in diesem Brownwald, also konkret über Identität. So questions also of displacing the village and building a new village are up for discussion. There's a lot of situations in the Swiss Alps, especially where dams and other infrastructure has displaced residents, where this has been the conditions that happened. So this is one of the aspects we are discussing. Gibt es nebst dieser Zwangsumsiedlung auch eine Vision, die so stark ist, dass man sagt, nein, wir gehen weg, wir bauen ein neues alpines Dorf? Can there be an attitude that is not only a forced resettlement, but could be an utopia or a vision that would, where you could say, we are moving and we are building ourselves a new settlement? Die Frage ist, wieso der Hang der Erde abrutscht. Nein, das hat mit Permafrost nichts zu tun. Nein. Es Also ist einfach, es rutscht weg, so wie von verschiedenen Orten Okay, der Fall ist. it's a something that occurs typically. Also das ist nicht ein neues Problem, das war schon immer so. Okay, this problem, they've known about this problem for a long time. Also Vision, Utopie ist auch wichtig bei diesem Projekt. Vision Wir and, beschäftigen uns auch mit Bruno Taut. Vielleicht kennt ihr die Geschichten von Bruno Taut. so vision and utopias are important themes, and one of the architects they are investigating is Bruno Taut. I'm sure you know. Also nochmals, es ist wichtig, dass man die Zusammenhänge erkennt. Der Student muss erkennen. It's important for the students to understand interrelationships and interdependencies. Weil mein Ziel ist, eine Architektur zu machen, die vom Volk verstanden wird. Because my goal is to create an architecture which is understood by the people. Aber auch eine Architektur, die anregt, die auch kritisiert und Fragen stellt. An architecture that engages, which also can be criticized. And Ja. Ich hatte schon immer die Hoffnung, Architektur kann auch das Soziale verändern von Menschen. my aspirations are that architecture can also change social circumstances.
Das Wunderbare an der Architektur ist ja nicht nur die Ästhetik, sondern vor allem dann, wenn es eine Verkörperung ist vom Leben, vom authentischen Leben. Architecture is beautiful not when it's just about an aesthetic style, but when it becomes an embodiment of life itself. Und die wesentliche Frage, die daraus entsteht, ist dann, wann bringt Architektur einen Nutzen? So the important questions that comes from this is, when does architecture have a utility? Wann bringt Architektur einen Nutzen? Wer kann etwas dazu sagen? When do you think does architecture produce utility for culture? Anybody have Wenn es das Leben erträglicher macht. when it makes life more bearable? Es gibt zwei Varianten, Architektur zu machen. I believe there's two options to pursue architecture. Das eine, ich denke und handle egoistisch einfach für mich, aus Überzeugung, ich strebe nach Originalität und ich bin einfach nur mich selber. The first option is to be egocentric and try to strive for an originality that is based on my own ideas and interests. Oder das zweite, ich handle in einem viel komplexeren Sinn, indem ich das Gebaute und das soziale Umfeld mit all seinen negativen und positiven Anliegen annehme, akzeptiere. Or I act upon the world in a more with a more complex understanding, and accept negative and positive aspects in a more holistic sense of life. Ich lasse mich gerne in diesen gesellschaftlichen Realitäten ein. I like to be engaged in these social conditions. Aber ich akzeptiere sie nicht einfach so, sondern ich versuche sie zu steuern. But it's not just about accepting found social conditions, but I'd like to steer them. Ich versuche auch Bedürfnisse neu zu entdecken. Ich glaube, wenn wir unsere Welt retten wollen, dann müssen wir auch neue Bedürfnisse entwerfen. And to discover and find new desires that we might not have uncovered yet. Wir meinen immer, wir kennen unsere Bedürfnisse ganz genau, aber wir ertappen uns immer wieder selber, wie wenig das wir an sich von uns selber wissen. We always think that we know exactly what we desire and what we want, but often I find that we are not so clear about what we really desire and what we really want. Okay. Also, ich habe mich entschieden für diese zweite Variante. Ich will in diesen Realitäten einlassen. Ich will mit den Menschen streiten. Okay, so I have committed myself to the second option. I want to engage with people. I want to quarrel and fight with these people. Also folgedessen, die Herausforderung für mich ist immer das Problem. So, thus the challenge for me is always the problematic or the question at hand. Gut, jetzt zeige ich, oder habt ihr schon Fragen? Sonst würde ich einfach über Projekte ein bisschen erklären und so weiter in diesem Thema reinkommen. Aber wenn jemand etwas fragen will, dann sollen Sie es machen. Okay, so if you have any questions now, I'd be happy to answer them or have a discussion. Otherwise, I'll just go into showing some of my projects and try to show how what my work is through the projects. Speak up. This working. I was just wondering whether your position and decision to try to engage with people was in any way influenced by Aldo Rossi. I did not understand the last word. Aldo Rossi was. Oh, is your work was his influenced? position influenced, in particular, his choice or preference to try to engage with people? Was that influenced by the theory of Aldo Rossi? Sicher, ich finde vor allem die
die Schriften von Alderosi sehr interessant. Etwas vergesse ich nie. Er hat einmal gesagt, Architektur muss Ereignisse zulassen. Das finde ich ein wunderbarer Satz. So the writings of Alderosi have influenced him a lot, and then one of the beautiful quotes that he remembers is, "Architecture must allow for events to occur," which comes from Alderosi. Und das spürt man vielleicht aus den Projekten, die ich zeige. Es ist sehr vieles definiert und doch lässt alles noch etwas zu. So my work, on one hand, is very defined, but it also strives to always allow things to occur, allow things to happen. Ich glaube, gewisse Sachen müssen strukturiert sein, weil der Mensch sucht immer nach Struktur und wenn die nicht da sind, dann ist er verloren. So ist es auch beim Bauen. I believe that order or structures are important. I think humans look for order, and I think this is also important in building. Gut, jetzt zeige ich einmal diese Strickbau. Eine alte Methode zum Bauen. Gibt es seit ewiger Zeit. The first projects I'm showing are done with a log construction, and in the German it refers to knitting, which I think is a nice thing. Das sind so massive Balken, 11 cm breit, die aufeinander geschichtet werden. Mit dem macht man Wände. This is a very old construction technique, and it's massive logs that are stacked on top of each other, about exactly 11 centimeters wide. Es gab Kollegen, die einmal sagten, das ist eine altmodische Konstruktion, mit dem musst du aufhören. Und ich habe geglaubt und eine Zeit lang aufgehört und habe wirklich Ständerbau gemacht, so das, was man unter modernen Holzbau versteht. Some of his colleagues told him that this Strickbau was an old-fashioned, dying way of making buildings, and for a while he did believe that, and he started adopting more standard modern wood construction techniques. Plötzlich habe ich gemerkt, dass das gar nicht interessant war für mich. Ich mache wieder Strickbau. So he realized that wasn't very interesting to him, and he returned to this idea of Strickbau. Es gibt Grenzen, es gibt Gesetzmäßigkeiten, die man einhalten muss. Aber innerhalb dieser Gesetzmäßigkeiten austoben, das finde ich wunderbar. Oder diese versuchen zu überlisten. There's principles that come out of this construction technique, and they set parameters. But within these parameters, I like to work freely and push the boundaries. Das ist so eine Wand mit einer speziellen Eckverbindung. So this is a wall with a special corner construction. Das ist die klassische Eckverbindung, so wird das Holz zusammengebaut in den Ecken, gestrickt, so wie ein Pullover stricken. So this is the classic corner construction, knitted like a wool pullover. Das sind so die typischen alten Häuser mit 2 Stuben, immer für 2 Familien gemacht, so getrennt. Das war eine Familie über mehrere Geschosse und hier eine Küche, Stube, Zugang. The typical house was subdivided for 2 families with a kitchen and living room on each side, and we'll go over several floors. Und ich habe am Anfang an diesen Typologien herumgearbeitet. Zuerst habe ich den Gang breiter gemacht. Ich habe gefragt, was muss der Gang mehr bieten können, dass das zeitgemäß wird. So the starting point was this traditional typology, and then I started modifying them. I stretched the corridor in the middle to see what a corridor could give in a modern concept of a house. Da ging es weiter, ein Doppelhaus für 2 Familien, gemeinschaftlicher Eingang und links und rechts eine Familie. Double family house with a central communal core, up of which the entrances are. Das ist eine neue Entwurfsmethode. Ich habe gesagt, ich gehe von der Haustypologie zur Stricktypologie. So then he discovered that he could go from a house typology, idea of house typology, to an idea of Strick, or the construction typology. Strick heißt Raum machen, das ist ein Raum. Strick heißt mit der gleichen Konstruktionsmethode Raum bilden. Also 2 Wände, das sind Scheiben, das ist keine Strickwand. Ich brauche einen abgeschlossenen Raum. To strick means to make space,
And two planes do not make a room yet. So the process is about making spaces. Das ist so eine Entwurfsmethodik, die man von überall kennt. Auch das Bad von Peter Zumthor in Pfalz ist so mit Räume gemacht, mit Räume entworfen. This design principle can also be found in other work. For example, the bathhouse in Vals by Peter Zumthor, where the architecture is made by arranging spaces. An den Schulen ist das ein bisschen zur Mode geworden, so über Räume entwerfen. At the architecture schools, this has become very fashionable now to develop spaces, develop through spaces. Also man setzt zuerst den Raum und dann schließt man die Wände herum. So ist Raum. First you make the primary room and then you enclose the assembly and get the secondary space. Plötzlich habe ich gefunden, der Strickbau hat auch eine unheimliche skulpturale Kraft. Skulptur. The strick technique also has an incredibly sculptural effect and possibility, which I became interested in. Und dann habe ich anders entworfen. Ich habe so mendrierende Teile gemacht. So. Es geht immer weiter. So I started developing this methodology in a different way, where it becomes much more sculptural rather than spatial. Das sind nochmals die Typologien, wie es so bei mir angefangen hat, mit den klassischen Häusern zu den breiteren Räumen, zu diesen Raumtypologien hin zu den sehr skulpturalen Formen. So this is the chronology of all the typologies that started in the traditional house and ended in these strict typologies that I've developed. Das ist ein klassisches altes Haus mit diesen dreiteiligen Fenstern. This is a classical traditional house with 3 windows. Jetzt müsst ihr gut beobachten, was passiert, wenn ich so modernere Teile einsetze. Please look carefully when I start putting new pieces into this. Plötzlich kann ich 5 Meter lange Wandfenster machen, ohne diese Setzhölzer da dazwischen. I can make span an opening 5 meters without any vertical. Diese waren ja da, dass der Sturz nicht durchdringt. Oder? So the vertical supports there are that the top of the window doesn't. Und hier wirkt es wie ein großer Band, ähnlich wie beim Betonbau, ein großer Unterzug, wo an sich den ganzen Teil überspannt. Da sind Metallteile reingebohrt. So the piece under the window here has a similar effect as a concrete structure would. There's metal pieces inserted to support the structure. Das sind so die ersten Formen. These are the first formal iterations. Das ist ein Schulhaus. This is a school building. In einem sehr schönen Kontext. The school is in a beautiful context. Einen romanischen Turm. A Romanesque tower. Das Innere ist ausgekleidet mit verschiedenen Materialien. The interior is finished with different materials. Da spürt man an sich der Innenraum mit diesen Räumen, so zwischen den Räumen. Das ist der Raumabschluss, eine Türe. Man kann den Zwischenraum zumachen. These corners talk about this typology, the space typology, where the in-between space is made up from these other primary spaces. Hier spürt man an sich die sehr starke skulpturale Kraft. These corners show you the very strong sculptural possibilities. Auch hier. And here as well. Und eine Sicht von innen, einen ganz anderen Bezug, Landschaft, Raum. A view from the inside, a new relationship of space and landscape. Auch hier das gleiche, die Überspannung. A span. Der Innenraum, wo sehr skulptural geformt ist, also einem Material ist alles gemacht. Decke, Wand, Boden. The interior becomes very sculptural in part because there's the materiality of floor, walls, and ceiling is all the same.
Die Schlafzimmer, die sind dann mit Stoff ausgekleidet, die wirken viel weicher. Der Raum ist an sich ganz in Holz gehalten und die Räume dazwischen sind mit Stoff ausgekleidet, die Schlafzimmer. The bedrooms are finished with a cloth tapestry and become much softer. The in-between space then stays in wood. Das sind Ställe für Tiere. These are stables for animals. Also ich habe einmal gesagt, ich baue im Moment für ein Kloster, für Pater. Ich habe ihnen gesagt, es gibt zwei Kategorien von Bauherren, die sehr gut sind. Die einen, die ganz dumm sind und die anderen, die sehr intelligent sind. Und die Dummen sind an sich die Tiere und ihr müsst selber einstufen, wo ihr hinhören wollt. So for me there's two clients, or two good clients, the very stupid and the very intelligent. The very stupid would be the animals, and then you can decide for yourself what category you fall. Da habe ich Gestaltungsplanung gemacht für eine neue Bauzone, für Ställe. This was a new urban planning for these stables below the village. Das ist sehr strukturell gemacht, so wie die alten Ställe auch waren, sehr robust, sehr grob. Ist bewusst so gehalten. Also die Konstruktion soll auch Ornament sein, das war an sich wichtig. Man macht nicht eine Konstruktion und dann setzt man ein Ornament dazu. Die Konstruktion wird so gemacht, dass sie zum Ornament wird. So the stables are very structured and also remain very rough. It's important to me that the structure itself becomes ornamental. That ornament is not something added, but intrinsical to the structure of the building. Das ist ein Schlachthof, auch das gehört dazu. Die Tiere werden an sich in diesem Raum geschlachtet und die Bauern verkaufen das Fleisch. This is a butcher shop. The animals are processed here and the farmers sell them directly from this location. Hier vielleicht das Politische, es war für mich wichtig, dass die Bauern wieder Selbstvermarkter werden. Sie müssen lernen, wieder unternehmerisch zu denken. The political aspect here was that it was important for me that farmers would sell themselves and become entrepreneurs or start to think in an entrepreneur manner. Da wird Fleisch getrocknet in diesem Raum. This is where meat is dried. Das ist etwas anderes, eine Halle, eine Turnhalle. This is a gymnasium. Vielleicht etwas zu diesem Entwurf. Something about the design. Der Ort war fix, hier bauen wir. Das stand von vornherein klar, das war klar. The location was given from the beginning, so this is where we were going to build. Und dann haben wir uns das Leben ein bisschen schwer gemacht. Wir haben eine Tragkonstruktion entwickelt, bevor an sich das Volumen feststand. So then we decided to make our life a little more complicated by developing and investigating a structural system. Wir wollten eine Tragkonstruktion machen ohne verleimtes Holz. We wanted to develop a structural system that did not use any glued wood pieces. Da sind 5 Bretter da, die einen Spanngurt bilden, die miteinander vernagelt sind und am Ende gehen sie aufeinander und werden mit dem Obergurt verbunden. On the bottom you see 5 boards which are nailed together and become the tension equivalent of a tension cable. Und dieses Tragsystem hat auch das ganze Volumen dann entscheidend mitgeprägt. Also ich konnte an sich die Fenster nicht auf dieser Ebene setzen. So the structural system started to imply how the space would be designed. I could not put the windows on the posts, for example. Ich musste sie weiter draußen setzen. I had to put them beyond the structure. Und das ist ein ganz anderes Volumen entstanden. And this is how the volume Eine andere Raumgeometrie. Ja. the space geometry.
Hier sieht man an sich diese Verbindungen. Here you see the connections of this truss system. Für mich ist es sehr interessant, mit der Konstruktion zu entwerfen. Also es gibt ja die Möglichkeit, man macht ein Volumen, man entscheidet das und dann sucht man eine Konstruktion dazu. I'm very interested in designing through construction principles and processes. There's also the possibility to first determine the volume and then find appropriate systems. Aber es gibt auch einen anderen Weg. Man kann so beides miteinander vernetzen und dann wird es entscheidend mitgeprägt. Also die Konstruktion prägt an sich die Raumgeometrie und die Form des Gebäudes. But there's also another approach which puts into relationship structure and volume into a more fluid and dynamic way, where structure also determines volume. Die Außenansicht dieser Halle. This is the exterior view of the space. Hier dieses Tragsystem, hier sieht ihr diese 5 Bretter, die aufeinander genagelt sind und dann gehen sie aufeinander und werden mit einem Metallbolzen mit diesem Obergurt verbunden. This is the connection detail of the truss, 5 boards, which are nailed together and then held back by a metal strap that's bolted to the top structure. Und hier vielleicht Aldo Rossi, Architektur muss Ereignisse zulassen, das war an sich nicht gedacht, aber wenn es schlecht Wetter ist, dann stehen die Jäger da unten oder die Geißen. So this in reference to Aldo Rossi, architecture needs to allow for events to occur, and this was not planned, but if it rains, the local hunters or goats like to use that space. Vielleicht eine Strategie, die wir entwickelt haben. Wir haben gesagt, wenn wir in Vrin an so einem Ort Arbeit halten wollen oder etwas bewegen wollen, dann darf das Material nie viel kosten, aber das Machen, die Umsetzung, die darf dann sehr intensiv sein. One of our strategies for working in Vrin is to use to understand that materials should never be very expensive, but what we could do is use cost-effective materials that would be very intensive in transforming them into construction materials. Das ist der ökonomische Gedanke. Nur so können wir an sich Arbeit schaffen an so einem Ort. So this is our economic or thoughts that we can create work and economic value through employing local workers through this material idea. Das ist eine kleine Telefonkabine. This is a small telephone booth. Ich behaupte nicht, dass sie schöner sei als die englischen oder so schön. I'm not saying that that it's in any way more beautiful or half as beautiful than the British telephone booth. Aber auf jeden Fall sind die Schweizer Telefonkabinen nicht so schön. But for sure, this is the most beautiful Swiss telephone booth. In dieser Kabine kann man zu zweit telefonieren, man kann schlafen, man kann etwas essen, man sieht die Kirchturmuhr, man sieht das Postauto, wenn es abfährt. You can use this telephone booth for things like eating. You can sleep in there. You can enjoy the scenery. You have the church. You can also watch the post bus come and go. Vielleicht auch da etwas, ein Ding, wo nur ein Bedürfnis abdecken kann, ist unbrauchbar. So here also the idea that an object that's has only a singular purpose is not really useful. Das ist die Eckverbindung, sind einfach 3 Zentimeter dicke Bretter, die aufeinander genagelt sind, quer versetzt zueinander. This is the corner construction where you have boards 3 centimeters deep that are stacked. Also die Wertschöpfung spielt immer eine große Rolle. So for us, value adding is a very important part of the design. Jetzt zu meinem wichtigsten Gebäude, das ich gemacht habe. And now to one of the most important buildings that I've been involved with so far. Ich habe 7 Jahre lang an einem Gebäude entworfen, diskutiert mit den Mitmenschen, mit den Mitbürgern. For 7 years I've thought about, designed and discussed with the people of the village about this building. Die Leute wollten einen öffentlichen Aufbahrungsraum. The people wanted a public morgue. Vielleicht ist diese Geschichte für euch unverständlich, vielleicht kennt ihr so Sachen überhaupt nicht. I don't know if this story is
can be made plausible to you. Maybe you do not understand the situation. Bisher wurden an sich die Toten 3 Tage lang in den Stuben aufgebahrt, die Zeit des Trauern. Traditionally, a dead person would be housed in the living room for 3 days, and that was the beginning of the mourning process. Und in anderen Dörfern ist es in den letzten Jahren dann verschwunden, man hat öffentliche Räume gebaut. In other villages, more progressive villages, this tradition has disappeared because of new morgues that were built. Oft hat man diese Dinge hier, das sind die Beinhäuser. Da wurden an sich Knochen aufgebahrt von den Toten. Die Knochen, die aus den Gräbern rausgenommen wurden, wurden an sich da gelagert. An sehr vielen Orten hat man diese Beinhäuser umgenutzt für diese Aufbahrungsräume. So this is a part of the church which is called the bone house, in which was meant to store old bones from the cemetery. In the other villages, this space was often transformed into the modern morgue. Das ist der Memento Mori. This is what we call the Memento Mori. Also man wollte an sich früher die Leute auch ein bisschen erschrecken. Man wollte ihnen sagen, Mensch, du bist nicht da für die Ewigkeit, du musst auch einmal gehen. So in the past, they also wanted to scare people a little bit and say, you're not going to be here forever. You're also going to leave one day. Und ich habe gedacht, das kann es nicht sein. Also so kann man mit dem nicht umgehen. I did not think that this was an appropriate way to deal with death. Und ich habe dann mit den Leuten diskutiert. Ich wollte drauf kommen, was wollt ihr überhaupt? Seid ihr bewusst, was sich jetzt verändert? I began by starting discussions with the people there and to see if they really were aware of what the change would imply. Also ich habe das alles miterlebt, die Aufbahrung in den Häusern. Mein Vater und meine Mutter, die sind gestorben, daheim aufgebahrt worden. Beide in dieser Zeit, wo ich an diesem Projekt dran war. So this is a tradition that I was part of. Both my mother and my father died during this process of building this house of the dead. Und das profane Haus, der profane Raum, das Gebäude ist an sich ein sehr guter Ort zum Trauern. Both my parents stayed in the living room for 3 days, and this profane condition, the profane house, is a very good place to mourn the dead. Ach, das kennt man. Ich hoffe, niemand hat Angst vor dem Tod. Also, ich denke, jeder sollte einmal im Leben einem Toten die Hand geben. Das ist überhaupt nicht schrecklich. So I think there's also a condition where people are afraid of the dead. For me, it's a very important experience, and I believe that everyone should, once in their life, shake hands with a dead. It's not a terrible experience at all. Das sind so die Stuben, so wie die Toten aufgebahrt wurden. Das war der Sarg, das ist mein Vater. Der ist vor 2 Jahren gestorben, noch daheim aufgebahrt worden. So this is the parlor with the way it's set up for mourning. This is my father in my living room. Und das ist so der Trauerzug durch das Dorf. Nach 2 Tagen, nach 3 Tagen wird der Tote beerdigt. Man trägt ihn zum Friedhof und das ganze Volk beteiligt sich an diesem Ritual. Man kommt an dem gar nicht vorbei. Also wenn man in so einem Dorf wohnt, dann ist man einfach Teil von dem, was passiert. So, and this is a picture of the procession through the village. After that person is mourned for several days, he's carried through the village with his procession, and it's an integral part to village life. You cannot really escape it. Gut, ich habe 6 Jahre lang versucht, das zu verhindern. Verhindern wollte ich nicht, ich wollte einfach, dass die Leute darüber diskutieren. Also, ich habe einmal gesagt, die Herausforderung muss immer das Problem sein. So, for the first 6 years, I tried to dissuade them from this public morgue, but I didn't really want to dissuade them, but I wanted to start a discussion about what this really means. Und das Problem ist ja die Verdrängung des Todes. I think one of the most acute problems is that death is, in our society, we try to displace death. Also heutzutage ist doch
ist es doch so, dass niemand normal stirbt. Entweder ist der Arzt schuld oder er war ein Verkehrsunfall. Es war ein Verkehrsunfall. Selber will man nie schuld sein. So nowadays nobody really dies normally. Either it was a traffic accident or it was his own fault. Also wir haben uns gefragt, was ist es dann? Was ist das Konzept dieses Aufbahrungsräumes? So we started to ask ourselves, what is the concept of a place for mourning? Und es war klar, es ist die Zeit der Trauern, diese 3 Tage. Trauern. Um das geht es. So we realized that it was important that we could acknowledge this tradition of mourning and that it had a time span of 3 days was important. Und wir wissen ja, dass die Toten nicht trauern können, also ist es etwas für die Lebenden. And since we know that the dead can't really mourn, it's actually a problem of the living. Also für mich war es klar, es muss außerhalb des Friedhofs sein. So it became apparent to me that it had to be outside of the cemetery. Und es muss mehr zum Dorf stehen als zur Kirche. And it had to have a closer relationship to the village than to the church. Es ist profan. It is a profane. Und das Ganze ist so ambivalent wie Trauern. Trauern heißt lachen und weinen. And its situation is ambivalent, just like the process of mourning is. Mourning includes both crying and sadness and happiness and laughter. Also das Gebäude hat jetzt auch die Proportionen der Häuser. So the building has proportions that derive from the houses. Es hat das Material, oder es wird die Konstruktion und das Material des Hauses verwendet, des profanen Baus. The construction principles are based on the profane buildings, the houses. Aber es wird veredelt, wie bei der Kirche. Also es ist in einem edleren Zustand erhoben worden. But the material is elevated through finishes that relate it back to the church. Ich habe gesagt, die Idee war ja ein Raum zum Trauern. Und ich habe gesagt, die profane Typologie war an sich sehr gut für das. On the outside, I said this was going to be a space for mourning. And from my experience, mourning occurred very well in a profane building. In den Häusern gibt es eine Küche, eine Stube und einen Gang. In der Stube wird der Tote aufgebahrt, in der Küche kann man Kaffee trinken. In the traditional house, there's the kitchen, the hallway, and the parlor. And the kitchen is where you can drink coffee. Und bei der ersten Diskussion habe ich die Leute provoziert. Du musst die Menschen immer provozieren, aber bevor der Konflikt losbricht, musst du alles zurücknehmen. So with the first discussion, I provoked the people, but it's important to also take everything back before the actual anger breaks out, and so that a discussion can occur. Also das heißt Konflikte lösen, bevor sie auftreten. So you have to solve the conflicts before they occur. Ich habe die Menschen gefragt, könntet ihr auch vorstellen, in so einem Raum zu musizieren oder Kaffee zu trinken? I asked the people, can you imagine also to play music in such a space or to drink coffee? Eine alte Frau hat gesagt, warum nicht? Früher haben wir auch Witze erzählt während der Aufbahrungszeit. Ist nichts passiert. So an old lady mentioned that in the past they also started making jokes, and nothing bad happened. Es war ein wunderschöner Abend. This was a really wonderful evening. Also, die Typologie des profanen Baus war sehr gut, aber ich wollte nicht die öffentlich machen, sondern mich hat vor allem die Leistung dieser Typologie interessiert. Und die habe ich jetzt da in einer anderen Form gesetzt. So it seemed that the profane building typology was very good for this ritual, but I didn't actually want to make the profane into a public building, but I wanted to take its operational possibilities and transform the building from there. Das Gebäude hat mehrere Räume. Im unteren Geschoss wird Tote aufgebahrt. It has several rooms. In the lower floor, the dead person is laid. Und im zweiten Geschoss gibt es so einen Raum, wo man sich zurückziehen kann und wirklich auch Kaffee trinken kann. Und es gibt eine Toilette. On the upper floor, there's a room where you can retreat and also drink coffee and a bathroom.
Da kommt der Sarg hin und es war für mich wichtig, dass man nicht so direkt reinkommt zum Sarg. Wie in diesen öffentlichen Aufbahrungsräumen, die man kennt, 30, 40 Quadrat. Du kommst rein, alle Menschen sitzen um den Sarg, du hast keine andere Wahl als abzusitzen. This is the space where the coffin is situated. It was important to me that the entrance to the space was not direct. Very different from a typical public morgue where you have about 40 square meters that you enter frontally and immediately see everybody and have no options in terms of how you'd like to occupy the space. Du kannst hier reinkommen, du kannst verschwinden im Obergeschoss oder du kommst von oben dazu. So you can go in and then just disappear straight upstairs, or you can enter the building from upstairs and make your way down. Weil bei der Trauerfeier kommen sehr viele Menschen, also nicht nur die Verwandten, die direkt betroffen, sondern auch andere Leute im Dorf. Because at the mourning ritual there's often very many people, not only direct relatives, but friends and other people from the village. Und dann kann ich hier oben warten. Ich warte da oben, bis du weg bist, weil du da unten bist und wir haben nicht so gut miteinander. Also warte ich, bis du gegangen bist. Also Voyeurismus soll auch Platz haben bei dieser Zeremonie. So this allows for me to stay up there and wait till you, or you or somebody else from the village, leaves the dead downstairs. Maybe I don't get along with them so well. The idea of voyeurism is also important in this building. Also über Rituale reden und Rituale neu modellieren, das ist an sich sehr schwierig und für viele modernen Architekten ist das altmodisch. To talk about rituals and to modify rituals is very difficult, and I think for many architects it seems old-fashioned. Und wir haben das so versucht, das auf der Ebene zu bringen, dass niemand so etwas dazu sagen kann. Eben ein Ort zum Trauern und da verschwindet das Ritual oder das saugt das oder absorbiert das Ritual. We tried to create a space that elevated the ritual, but also made it deformalized the ritual so it didn't become so apparent, that it would allow other things to occur. Alchemismus hat ein bisschen eine Rolle gespielt. Außen habt ihr gesehen, dass es weiß ist. Ideas of alchemy were kind of important to me in this project. On the outside you've seen the building was white. Wir haben die Mischung selber gemacht. Das ist eine Mischung aus Kalk und Quark, Essquark. Und das gibt so die weiße Farbe. Das ist an sich ein sehr altes Rezept, wo man an sich nicht mehr verwendet. The color of the exterior of the building is an old recipe that we've found and developed. It uses calcium, local calcium, and quark, which is a dairy product. Da muss ich natürlich den Menschen erklären, warum. Jetzt hast du jahrelang gesagt, man muss Holz nicht anstreichen, man darf es nicht. Wieso machst du jetzt weiß? So the people, of course, started to ask me, why suddenly painting this building? For years you've appealed to us that we should not paint our buildings. Das war gar nicht so einfach. That was not easy at all. Ich wollte einfach, dass das Ding nicht diesem Alterungsprozess ausgesetzt ist, sondern der Prozess sollte an sich kulturell gesteuert werden. It was important that the aging process of the building did not occur like this, but that we could steer it from a cultural idea. Innen ist der Raum mit Shellac behandelt. Shellac ist an sich das Produkt der Flöhe. Flöhe produzieren Shellac. Shellac braucht man an sich für Instrumentenbau, für die Oberflächenbehandlung von Gitarren. Das kennt man ja. So the interior is painted with shellac, and it's a product that's produced by fleece and often used for wood music instruments like guitars and such. Die Fenster sind auf 2 Ebenen gesetzt. Ich kann mich schützen hinter diesem Versatz. The windows are on 2 levels, so that they have a protective element that can sort of hide behind the edge. Auch hier sieht man an sich die Verschmelzung vom Sockel mit dem oberen Teil, mit dem Konstruktionsteil aus Holz. So this kind of
fluidity of wood to concrete was important to have them merge in subtle different ways. Ihr habt ja gesehen, dieses Gebäude ist aus zwei Wänden gemacht. 2 mal 11 Zentimeter Holz. Das ist viel zu viel Holz. Mit dem kann man 2 Einfamilienhäuser bauen. You've seen in the plans that the wall construction is made with 2 solid walls. This is way too much wood. You could actually make 2 single houses with this amount of wood. Das muss ich den Menschen erklären, warum. So I had to explain why I was intent on using so much wood. Ich habe ihnen gesagt, ich kann das auch für 300.000 Franken bauen. Jetzt hat es halt 600.000 Franken gekostet. Aber es wäre möglich gewesen, das für 300.000 Franken zu bauen, für die Hälfte. I told them that I could build it for 300,000 francs. Now it cost us 600,000 francs, but it would have been absolutely possible to bring it down to 300,000. Aber wir haben versucht, die Frage anders zu stellen. Anstatt, was kostet es, haben wir uns gefragt, was ist es uns wert? But this time we asked the question differently. We didn't ask, how much does this cost? But we asked, how much is it worth to us? Und die Vriner waren zufrieden. So the Vriners liked it. Und seit es gebaut ist, ist fast niemand mehr, wo stirbt. And since it's been built, almost nobody seems to be dying. Das bei Winter. This is a picture in the winter. Also das war für mich eine fantastische Aufgabe. So this was a really wonderful project for me. Jetzt zum Schluss noch zu etwas anderes. Ich baue ein Mädcheninternat. And for the end now, another project, a different one. I'm building a school for girls, dormitory for girls. Für ganz junge Girls. Ja. For very young girls. Und da stellt sich die Frage, was ist denn das? Was könnte das Thema sein? So the question was, what is this, and what could the Ein overriding idea be? ein junges Mädchen, wo weg muss von daheim, wie fühlt sich die? Ich habe versucht, jetzt werde ich ein bisschen hochmütig, ich habe versucht, in einem jungen Mädchen hineinzuversetzen. So the idea is, that interested me, how does a young girl feel that leaves home and comes to this place? And I tried as much as I could to understand her perspective and try to think through the ideas of a young girl. Jetzt kannst du sagen, das kannst du ja gar nicht, das ist unmöglich. So you might be telling me that that's not possible, I cannot do this. It's beyond my Aber wir haben es versucht. Wir haben gesagt, das Allerwichtigste ist doch ein wunderbares Zimmer. But we tried very hard. And we thought the most important thing is that you just have a very wonderful room. Das war ein öffentlicher Wettbewerb, das wir dann gewonnen haben. It was a public competition which we won. Teil dieser Sache war auch ein Bett zu machen von 1,20 Meter Breite statt nur 80 Zentimeter. So one of the things that we thought was important is to make a bed that's not 80 centimeters wide, but 120 centimeters. Und es gibt schöne Schminkkasten. And it has nice places for makeup. Der Raum ist quadratisch, nicht so ein länglicher Raum mit einem WC drinnen, wie man von überall kennt bei uns in der Schweiz. So ein länglicher Raum und so ein zusätzlicher Raum, wo an sich die Toilette ist. So instead of having a typically elongated room, we wanted a square room that integrated the bathroom. Also die Dusche, jeder Raum hat eine eigene Dusche. Das wird an sich behandelt wie das Bett. Es ist so ein Bestandteil des Zimmers. So each room has its own shower and it becomes integral to the space, just like the bed is integral to the space. Ich habe leider keine Bilder davon, das wird jetzt fertig Ende Jahr. Unfortunately, I do not have any pictures of it yet because it's about to complete. Etwas zur Konzeptidee. Das steht an einem sehr steilen Hang. Some of the concepts I'd like to talk about, it's on a very steep incline. Es ist 5-geschossig. It has 5 floors. In jedem Geschoss kann man von außen reinkommen, über die Topografie, über die Steilheit des Geländes. And we used the topography to allow access to each floor directly from the outside. Also ich muss nicht unten reingehen, den Liftknopf drücken und meine Etage wählen,
sondern ich gehe direkt in meinem Haus. So instead of having to enter in the bottom and then take the elevator up, we created the possibility of entering directly into one space on the floor. Und jedes Geschoss hat so einen Gruppenraum. Hier sind die Zimmer. Das sind die Zimmer, das ist der Gruppenraum. Each floor has a communal space. You can see it in the center, and then the individual rooms are along the perimeter in a new configuration. Und dieser Gruppenraum ist nach allen 4 Seiten gedreht, also immer so ein Drehmoment. On each floor, the communal space rotates, so we have orientations in all directions. Und wenn ich reinkomme, dann habe ich eine ganz bestimmte Aussicht und weiß ganz genau, aha, ich bin im richtigen Zimmer, ich bin im richtigen Geschoss. So every floor has a very specific view out, and this is how one identifies the floor. You know where you are. Hier Zimmer, Here the und dieser bedrooms Gruppenraum. and the communal space. Und hier gibt es eine Verbindungstreppe, so einen schönen Klotz aus Stein. Das ist übrigens ein Steinbau. So Ich bin sehr glücklich, dass ich einmal in Stein bauen darf. So in the center you see a vertical connection through the floors. And by the way, this is a stone construction, and I'm very glad to now also have the ability to explore new construction techniques. Auch hier spielen wir wieder sehr stark mit diesem Fensterversatz. We played again very dramatically with this idea of the window on 2 different planes. Das ist ein Modell, die Fenster sind jetzt viel breiter geworden, man kann so drinnen sitzen in diesen Leibungen. This is a first iteration. The windows have become much wider so that the interior space becomes usable for seating. Ja, ich habe gesagt, ich möchte an sich sehr gewöhnlich denken und bauen. I've actually said that I like to think very commonly and build this way. Ist das dann objektiv? Man will immer so objektiv bleiben. Does this mean that it's objective? One always wants to remain on an objective level. Aber Architektur fordert ja immer Entscheidungen. But architecture actually always asks for decisions Und zwar auf allen Ebenen. on all different levels and aspects. Also, man muss sagen, Handeln war schon immer subjektiv, auch früher. Heute kann man sich über alles verfügen. Man hat eine immense Materialpalette, dass man wählen kann, was man will. Und früher war das an sich sehr beschränkt. So acting has always been subjective in a way. In the past, the materials and techniques were much more limited, and given by life situations today, there's a different condition. You have a choice of many materials, many techniques. Also das Leben bestimmt das Bauen nicht so wie früher. So life does not determine construction as it did in the past. Und darum gilt es, glaube ich, heute so richtig, man muss so nach Substanz suchen innerhalb dieser vielleicht Subjektivität. So today I think it's important to find a way, try to find a substance in building and architecture through this notion of subjectivity. Und für mich ist wichtig, dass Architektur wieder glaubwürdig wird. For me it's important that architecture becomes believable again. Und sich mit der Kultur eines Ortes, einer Generation sich verwurzelt. And to become rooted in a culture and a generation. Und wenn das gelingt, dann bekommt, glaube ich, auch Architektur die Bedeutung, die sie auch verdient. And if that is possible, then I also believe that architecture will become gain importance again, which I think she is supposed to. Was wollt ihr jetzt wissen? Du hast die ganze Zeit den Kopf geschüttelt bei diesem, wo du diese Toten gesehen hast. Hattest du Angst? What did you want to know? You seem to be shaking your head when we were looking at these dead people. Were you scared? No.
hat politisch verstehen. Aha. Danke. Yeah. This is the end. Thank you. If there's any questions, please feel free to ask them. It's on. Is it? Okay. Yeah. It's very interesting. It's going to be said here, wie Ihre Arbeit, die Sie haben, Ja, Oh, I can't do inverted. Can I say it in English? Oh, that would be wonderful. What the conversations are at the ETH about this focus on history. ja. Also es gibt an der ETH zwei Sorten, es gibt Kollegen und es gibt Studenten. Also ich glaube, die Studenten schätzen diese interdisziplinäre Arbeit, die Auseinandersetzung auf diesen verschiedenen Ebenen sehr stark. Und für einige meiner Kollegen ist das so unwichtig, also für die ist das völlig uninteressant. Zu 90 oder zu 80% werden halt in diesen Schulen Projekte gemacht, Projekte entworfen. Das ist richtig, auch das braucht es. Und vielleicht ist das schon ein bisschen außergewöhnlich für viele. So there's two categories in our school. There's students and there's my colleagues. And I think the students enjoy this working process that tries to understand subjects and processes. But for many of my colleagues, maybe 80%, it seems unimportant. Mostly what they do is make design projects. That too is important, but it's not what my studios are about. Aber ich glaube schon, dass die Menschen wieder in diesen Realitäten hineingezehrt werden. Also ich hatte so eine Freude, wo ihr in Vrin wart und ihr habt so gefroren wie wahrscheinlich nie in eurem Leben. Aber ich glaube, das hat euch gut getan. So I think there is a new interest, though, in these realities of life and how architecture mediates. It was a real joy for me to have this class here visit me, and obviously froze enormously. It was very cold, but I think it did you good. Is it possible to state a simple question, because I'm not going to be able to translate what you just asked? Frage ist, wie du die spezifische Traditionen neu schaffen kannst. Du scheint sehr traditionell und das steht nicht ganz erneuern. So I rephrased the question to ask how he sees the relationship of tradition and
change or in his work because it wasn't apparent to the person in the audience what was traditional and which was new. Ja. Vielleicht einmal der Begriff Tradition. Was ist überhaupt Tradition? Tradition ist ja Kontinuität. So maybe we have to start by understanding what tradition means. I think tradition is an idea of continuity. Also da stellt sich auch die Frage dann, was kann das Neue, was mag das Neue leisten? So the question to me would also be then, what does the newness allow? What can it improve upon? Und ich bin an sich froh, dass ich nicht dieses zwanghafte Strebe habe, unbedingt zu erneuern zu müssen. So I'm actually quite happy that I don't have this, I don't feel forced to create newness for itself. Adolf Loos hat doch einmal gesagt, wenn das Neue nicht mehr kann, dann bleibe doch beim Alten. Adolf Loos once said Oder so irgendwie in dieser Art. something, Adolf Loos said, if the new doesn't perform better than the old, why don't we just stay with the old? Also es gibt für mich nichts Schlimmeres, als wenn die modernen Architekten in diesen Ort reinkommen und um jeden Preis zeigen wollen, wie modern das sie sind. There's nothing worse in my mind than having these modern architects come to locations and places like this with the intention of showing how modern they are. Und Kontrastbauerei, das darf für mich kein Konzept sein, das darf nicht Programm sein. Kontraste darf man nicht bauen, die müssen entstehen durch den Umgang mit dem Material, mit dem Sozialen, mit neuen Bedürfnissen, aber man darf sie nicht planen, das ist extrem schlimm, finde ich. Mit dem hat man ganze Dörfer zerstört. The concept of contrast cannot be the starting point of any successful architecture. I think for me, to work with the simple idea of contrast is a very negative attitude. Whole villages have been destroyed this way. Also ich bin schon für das Neue, für die Erneuerung. Vielleicht haben Sie haben das Gefühl, das komme viel zu wenig zum Zug. Aber für mich, wenn man wirklich begriffen hat, was das Alte ist, dann ist die Erneuerung für mich sehr stark. Von außen vielleicht nicht, aber von innen, wie ich kontinuierlich dran gehe, ist die an sich sehr, sehr massiv. I am very interested in modernization and new ideas. And it might not be apparent from the outside that this is that my work is about change and modernization, but from the inside I feel very strongly that my work is about changing the place and modernizing the place. Und man muss aufpassen, dass man jetzt das Erneuern nicht nur in der ästhetischen Auslegung sucht, sondern auch in der Nutzung, im Programm, in der Wertschöpfung oder weiß ich was. Modernization and ideas of newness are also not only to be found in aesthetic qualities or appearances. It's important to understand change and newness in terms of use, utility. Also ich sage, es wäre nichts Einfacheres, als in Vrin eine Glaskugel mit im Dorf zu setzen. Dann würden Sie sagen, der ist modern. Aber das wäre die einfachste Scheiße, wie ich die vorstellen kann. So I think it would be the easiest approach would be to build a glass sphere in the center of our village, but I think this would be the most simplistic and shitty idea. Huh? What do you think of the Barn Center? Swiss architect comes to foreign capital and big, puts a glass box. Can you accept what Imran has done? Ja, also ich finde, die machen sehr schöne Sachen, sind einfach sehr eigen, sind einfach große Stars und kümmern an sich vielleicht um andere Dinge, als was mich interessiert. Generally, I think I really enjoy their work.
They do wild and interesting things, but they have a different perspective, and it's not my work. Die leben einfach in einem anderen kulturellen Kontext und ich finde, die Sachen, die sie machen, sind sehr schön. They live in a different cultural context, and I do believe that what they do is very beautiful. Ich denke, wenn ich einmal an einem anderen Ort bauen kann, in einem anderen Kontext, dann werden die Dinge wahrscheinlich auch anders aussehen, auch bei mir. I think if I get the opportunity to build in a different context somewhere else, I think my projects will have different, will become different in their nature. Ja, ich denke, es ist gar kein großer Unterschied zwischen Stadt und Land. Ich glaube, die Art zu denken, die kann man überall gleich anwenden. Ich glaube, das ist entscheidend. Wie denkt man? Und nicht unbedingt, wie reagiert man, sondern in erster Linie, wie denkt man? Was ist brauchbar von dieser Denkart in einem anderen Kontext? Das würde ich erst einmal versuchen zu beantworten. Also ich würde auch dort versuchen, das Problem ein bisschen anders anzugehen. I don't think that the context of the village and the context of the city are that different really. It's more a problem of how you approach things and how you think rather than how you react. I think these are the fundamental questions. So what you'd want to answer first is how do you approach a place? You want a question? Can you speak up so they hear you? Oh, good. Having built for the people, the animal and the dead, do you have any different approaches, and is it common for Swiss architects to get such jobs? Das ist eine schwierige Frage. Also für einen Toten habe ich nie gebaut. Ich habe immer nur für die Lebenden gebaut. Darum, das Aufbahrungsraum ist ja für die Lebenden gemacht, nicht für die Toten. This is a very difficult question to answer, but I don't think I've actually ever built for the dead. The morgue is specifically a building for the living. Und die Tiere sind unheimlich dankbar, sie sagen einfach nichts. And the animals are extremely appreciative of my work. They just don't say very much. Also Energie ist ein wichtiges Problem, ein wichtiges Thema bei uns. Die Häuser, die ich gebaut habe, die
sind so gut isoliert, dass sie auch im kalten Winter nicht unter 12, 13 Grad Temperatur fällt, also ich muss es nicht heizen, sie fällt nicht unter 12, 13 Grad. Das ist einmal so konzipiert, dass man nicht muss heizen, nur damit das Wasser nicht einfriert. Also sie brauchen sehr, sehr wenig Energie. Energy is a big concern of us, and the buildings are designed so they use very little energy. A building will usually never cool down below 12 degrees. You need very little additional energy to bring it up to habitable warmth, but we never have to heat just to keep the water from freezing. Und das Thema... Yes. Yes. I think you... Yes. One moment. Was? Jeg ved meget ud af det igen, det koncept på videoforværelse. Ja gut, beim Holzbau ist Recycling wie kein Thema. Ne? Man verwendet einfach so lange, wie es geht, und die Bauten sind ja für 500 Jahre gemacht, also das ist wie kein Thema, oder? Und wenn man es nicht mehr brauchen kann, dann wird es im Ofen verheizt. Also Recycling ist wie kein Thema im Holzbau. Recycling isn't really that relevant to wood construction because the buildings, firstly, they last for several hundred years, and then once you take it down, you can just use it to form the new houses. Und das andere vielleicht nochmals zu Ihrer Frage, dass ich denke mehr an Wertschöpfung, also die Totenstube, das Holz wurde an sich aus dem Wald genommen, es wurde am Ort zerschnitten, es wurde am Ort aufgebaut, also es gab überhaupt keine oder sehr kurze Transportwege, also die Wertschöpfung ist natürlich fast 100%, die ist extrem hoch. Das ist für uns wichtig. So maybe to answer the second part of the question also, instead of recycling, value adding is a very important concept. All the wood that we use is taken from local forests. There's no large transportation needs. The local people cut it and prepare it. So there's an enormous amount of value adding in the way we use and process materials. Die Architektur ist einheimisch zu Vrin. Was wenn so ein Aufgabetätchen ist in einer anderen Gebiet durchstellen, einheimische Architektur berührt. Ja, ich würde mal versuchen, dem Problem auf die Spur zu kommen. Das Mädcheninternat, das ist ja nicht in Vrin, das ist weit weg von Vrin. Also ich baue nicht nur in Vrin, aber ich versuche auch dort das Problem so anzugehen und schauen, wo liegt ein Potenzial, wo müsste die Idee sein, was ist interessant an dieser Aufgabe. Also das Internat ist ja in diesem Dies, das ist überhaupt nicht in meinem Ort. For me, it's more important to unravel the problematic of the project, to understand what is the potential of any problem or project. The dormitory for the girls is, for example, not in Vrin, it's in a different location, and so the question also becomes a different one. Was ist der Prozess, mit dem du mit der Leuten so kommunizierst und ausfindest, was die wollen? Also eine große Erfahrung, den Frauen darfst du nie eine Küche zeigen und nie Fassaden zum Haus. Okay, one thing that he has learned is that you can never show a woman a kitchen, and you should never show a woman the elevation or the facade of the building.
Du musst sie dazu zwingen, dass sie sich mit dem Wichtigsten von der Architektur auseinandersetzen, und das ist Raum. Wie macht man einen guten Raum, wie entsteht ein guter Raum und wann ist Raum gut. Und dann, am Schluss, wenn dieser ganze Prozess wie durch ist, dann kannst du Fassaden zeigen und meistens interessieren sie sich gar nicht mehr für das. So the important thing is to make them understand that it's the space that's important and the spatial relationships that you want to develop. And after that is cleared and understood, then the other aspects suddenly lose in importance. Und noch etwas habe ich gemerkt. Ein Stall zum Beispiel. Der Bauer sagt, wenn der Stall funktioniert, dann darf er auch noch schön sein. Another thing that I've realized or come to understand is that if you talk to a farmer and the farmer will say to you, as long as my stable functions properly, it is fine to be beautiful also. Kürzlich hat mir einer erklärt, was die Aufgabe des Architekten sei. Er sagte, also als Architekt hast du doch die Aufgabe, meine Wünsche zu erfüllen, die so ein bisschen umzugestalten. Dann habe ich gesagt, das sei zu wenig. Ich versuche, deine Bedürfnisse zu verändern, sie anzutasten, die verdrehen, dass plötzlich völlig andere Blickwinkel entstehen. Recently, a client tried to tell me what my role was as an architect. And he said, you know, you're here to fulfill my desires, maybe change them and rearrange them slightly, but that's what the role of the architect is. I said this is not enough for me. What I want to do is change your desires and find new desires for you and actually play with your desires. Ich habe kürzlich ein Haus gebaut für den Generaldirektor vom Schweizer Fernsehen. Das ist nicht in Vrin, das ist in Wallis, weit weg von Vrin. Recently I built a project for the CEO of the Swiss television network. Und wir waren auf dem Grundstück, wo er bauen wollte. And we were, this is a project that's not located in Vrin, and it's quite far away from Vrin. We found ourselves at the site. Und die Frau von ihm, also die Frau Walpen, die Frau Direktorin, die hat mir gesagt, hier möchte ich das Haus, hier auf diesem Hügel. And Miss Walpen, the director's wife, said, this is, pointed to a little hill on the site and said, this is where I want my house, this is where I'd like you to build it. Und dann kam mir Christopher Alexander in den Sinn, er hat auch gesagt, baue immer das Haus auf dem schlechtesten Teil der Parzelle. Das Gute, das musst du zurücklassen, das hat schon Qualität. Also setze dort im Schlechten musst du Qualität reinbringen. Also baue immer am schlechtesten Ort der Parzelle. Und jetzt haben wir wirklich gebaut, so nicht auf dem Hügel. Ich habe der Frau gesagt, wir bauen hier in diesem Loch und auf dem Hügel kannst du nachher liegen. Und es ist wirklich wunderbar rausgekommen, es hat funktioniert. Und sie hat es geglaubt. And he remembered something that Christopher Alexander wrote about once, saying that you should never build at the best location of your site. You should build something on the worst location of your site. You want to keep the good qualities of the site, and bring quality, increase quality in the negative or bad parts of the site. So instead of building on the top of the hill, they decided to build down on the whole of the site. And he said, he said to the wife, this is where we're going to build the house, and you can later go up on the hill and lay there and enjoy its qualities. Und ein anderes Beispiel, im Moment baue ich ein Haus für einen Stadtmensch in einem alten Dorf. Und die Städte, die wollen natürlich sofort ausblicken, ist klar. Another example is a recent client of mine from the city, a typical city dweller wants a house in one of the small villages. And obviously, city people always want fantastic views. They want to look out. Ich finde diese Unterschiede sehr schön. Es ist wirklich so, wenn der Städter nach Vrin kommt, dann springt er zuerst auf den Berg und der Vriner sagt, nein, so dumm bin ich nicht, für das brauche ich nicht meine Energie, ich bleibe im Tal. Das ist so. I do really enjoy these contradictions or juxtapositions. The city person, when he comes to Vrin, first thing is he runs up to the mountain. We, the Vriners, we say we're not stupid like that. We're not going to waste our energy jumping up to the mountain. We'll stay down in the valley. And these conditions are dear to me. Und eben dieser Bauherr, die wollte natürlich das Haus so wegdrehen vom Dorf.
also Sicht zum Werk. Und das hat, sie wollten sich gar nicht dafür interessieren, was mit dem Ort passiert. And as you can imagine, the clients of this house wanted the building to orient itself away from the village. They were not really interested in what happens inside the village. They were interested about the panoramic views they could get. Sie wollte einfach ein riesiges Panoramafenster, also die ganze Fassade verglast. Her desire was to have a huge panoramic window, the whole elevation, one big glass panel. Und dann habe ich der Frau die Geschichte erzählt vom Mönch, der am Meer wohnte. Und er hatte so eine große Umfriedung, ein Garten. Und er war so hoch, dass er das Meer nie sah. Nur an einem ganz bestimmten Ort, wo er vorbeiging, gab es eine Aussparung. Und er sagt, jeden Tag ein bisschen vom Meer. Und genau durch das ist der Ort eigentlich spannend geblieben. Und sie hat es auch schlussendlich geglaubt. Und jetzt gibt es einfach große Fenster, aber nicht ganz verglaste Fassaden. So I told the client a story about a monk who lived at the sea. And the monastery was completely enclosed with high walls, so there was actually no view except for one small slit out to the ocean. And the monk would walk by once a day and take a little sliver of the view in, and that was enough for him to keep the place interesting. So now the client understood my story, and the windows are still quite large, but they are not full elevation glazed. Also kritisiert bitte, ich habe keine Mühe, ich habe in den letzten Jahren so eine dicke Hornhaut bekommen. So please, if you'd like, criticize the work. I don't have any problems with that. I have thick skin. And how can I state the question? Es ist sicher anders. Dieser Vorwurf wird mir immer auch gemacht. Man sagt ja, du hast es einfach in so einem kleinen Ort. It certainly must be different, and a lot of people always say it must be very terribly easy for you in a small, close-knit community like this. Es ist sicher anders, aber ich glaube nicht, dass es einfacher ist. I'm sure it's very different, but I do not think it's much easier. Es ist ein Vorteil, wenn ich dich kenne, dann weiß ich, wie weit es dich reizen kann, darf. It's good if I know you, because then I know how to interact with you, and I know how much I can provoke you. Ich weiß, wie lange dass ich dich provozieren darf, weil ich denke, Provokation kann sehr produktiv sein. Also Produktion wird von mir bewusst eingesetzt bei jedem Projekt. And I also know exactly how long I may provoke a person, and I think it's a very important part of my design process to start by provoking people. Und das ist natürlich viel einfacher, wenn ich die Menschen kenne, die um mich herum sind. Das ist klar. And of course, that aspect is much easier if you know the people that you're dealing with. Ich glaube nicht, dass es einfacher ist an einem so kleinen Ort, aber es ist sicher anders. So, as I said, I don't think it's easier, but it must be much different. Yeah? You want some more? Okay. Leite.
Ich weiß es nicht. Also ich möchte lieber zuerst einmal in London bauen, erst dann in New York. So the question was, how do you think you would react if you would have the opportunity to build in New York? He said, what would the references, cultural references and traditions be that you would use? The answer to that, I don't know, but I certainly would prefer to start with London and then maybe later on move on to New York.